Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video und heute sind wir hier in der Türkei in Kusadasi und heute möchte ich so ein bisschen sprechen, was hier so Besonderes ist, was so die Unterschiede sind, was uns aufgefallen ist, was ja so ein bisschen crazy ist, ob es jetzt sicher ist, unsicher. Wir sind hier in ja, so einer Siedlung direkt am Meer, also quasi erste Lage und ja. Wir haben das über Airbnb gebucht. Wir haben hier jetzt quasi unsere Hauskatze dabei. Die rennt mir überall herum. Und ja, hat 400 Euro gekostet für ein ganzes Monat. Und da ist schon der erste Punkt. Wild herumlaufende Hunde. Vieles ist hier nicht umzäunt. Die Zäune sind hier, also die Grundstücke haben selten einen Zaun. Hier hinten ist irgendwo ein Grundstück zum Beispiel mit Zaun. Dieses hier zum Beispiel nicht. Das heißt, die Hunde können hier einfach frei reinlaufen. Und dementsprechend auch Katzen. Wenn man die halt füttert, dann hat man die an der Backe. Das gleiche ist auch mit Wildschweinen, wenn es so weiter ins Landesinnere geht und da meint, man muss die irgendwie füttern, dann wird man über kurz oder lang auch Wildschweine vor der Haustür haben. Die Tiere sind ja Gewohnheitstiere. Wenn sie wissen, da gibt es immer was zum Futtern, dann kommen sie her. Alles wildlaufend. Ansonsten sehr, sehr schönes Gebiet. Alle paar Ecken sind Restaurants, ein schöner Fahrradweg, also auch in der Türkei. Fahrradfahren jetzt gar nicht so negativ, obwohl zum Beispiel in Istanbul haben wir gesehen, in Istanbul ist jetzt Fahrradfahren nicht so hip. Da sieht man eigentlich viel, viel weniger Fahrradfahrer, obwohl die Wege dort auch relativ schön sind. Und ansonsten, ja, auf den Fahrradwegen fährt halt die Polizei und ja, Motorradfahrer, irgendwelche Müllabfuhrwagen und so weiter, muss man ein bisschen aufpassen. Aber grundsätzlich achten alle aufeinander und das ist das gleiche mit den Straßen. Und beim Autofahren zum Beispiel, die fahren zwar so ein bisschen alle verrückt, das muss man halt auch ein bisschen in Kauf nehmen. Also wer Autofahren in der Türkei mal durchgemacht hat, ja, der hat quasi den Grundkurs bestanden fürs Autofahren. Ansonsten mit Masken laufen viele Menschen herum, wenn man das gerade so ein bisschen sehen kann. Die Dame da hinten an der frischen Natur, die läuft hier mit Maske, steigt auch ins Auto mit ihrer Maske. Also mit Corona sind die sowieso so ein bisschen merkwürdig. Wir dachten zuerst, in Istanbul ist es so, ist halt eine Großstadt. Da kann man es jetzt noch irgendwie einsehen. Ja, die Leute haben Angst in der Metro, dass es der große Virus wieder zuschlägt. Aber auch hier am Land, wir haben jetzt Ende November. Ich renne hier mit der kurzen Hose rum und ja, es ist im Schatten, es ist frisch, aber in der Sonne heute tagsüber waren es, 23 Grad, sehr angenehm. Wie gesagt, Ende November. Ins Meer braucht man fast schon nur noch als mutiger Mensch reingehen, aber noch vor ein paar Wochen sind wir im Meer gewesen, also gerade Ende Oktober, da war es noch relativ angenehm. Aber jetzt Ende November hat es zweimal ein bisschen heftiger geregnet und gestürmt. Und so ein bisschen das Wetter abgekühlt, aber trotzdem sehr, sehr angenehm. Auch hier hinten läuft gleich eine Dame so mit halb kurzen Hosen. Aber die Einheimischen auf jeden Fall alle mit Jacke. Und ja, wie gesagt, wer jetzt mit Masken ein Problem hat, da ist, glaube ich, Türkei das falsche Land. Ich denke mal, gerade die Älteren, die sind sehr, sehr gehörig zu der führenden Partei aktuell des Landes. Da kann man sich jetzt streiten, ob man den Präsidenten mag oder nicht. Ich bin da relativ neutral. Aber in Summe sind die sehr, sehr gehorsam, ähnlich wie in Deutschland, sehr diszipliniert. Allgemein, die Türken in der Türkei, finde ich, haben eine große Parallele zu Deutschland. Man meint, die Südländer wären alle irgendwie faul und würden nichts machen, aber wir haben beobachtet, die Türken sind sehr, sehr fleißige Menschen und die arbeiten richtig, richtig busy. Die arbeiten auch 7 Tage die Woche, wenn es sein muss. Baustellen, mitten in der Nacht wird da eine komplette Hauptstraße gepflastert. Öffnungszeiten sind halt auch 7 Tage die Woche, die Geschäfte, überall die Markets etc. sind offen, aber halt auch nicht durchgehend, gerade am Land, so bis 21 Uhr die Geschäfte offen. Auch in Istanbul so die ganzen Mikros und BİM und wie die ganzen Supermärkte heißen, die hatten dann doch schon ab 21 Uhr geschlossen, aber dafür halt die ganzen
ja, Imbisse, Restaurants und so weiter. Hier sieht man, hier wird immer wieder noch gebaut. Ich lasse dann so ein paar Einblendungen noch in dem Video, ein paar Luftaufnahmen, wie die Siedlung von oben aussieht. Ist sehr, sehr schön, sehr, sehr modern. Die Häuser, müsste man sich streiten. Ich denke mal am Meer, so wie wir erste Lage sind, ja, kann schon so ein Häuschen, 100 Quadratmeter, irgendwie 100.000 Euro oder sowas kosten. Aber im Landesinneren gehen schon, was ich so gesehen habe, ein Häuschen, natürlich kommt es wieder auf Qualität, Zustand etc. Aber kann ja so für 15.000 Euro habe ich schon gesehen. Natürlich, ja, wie es halt innen aussieht, habe ich jetzt nicht so genau gesehen, aber an den Schildern. Ansonsten mit den Mieten, was ich gehört habe, die Thesis, das sind so Apartmentanlagen. Sieht man dann auch auf dem Video von oben. Das sind so geschlossene Wohnanlagen. Da gibt es Mieten ab 200 Euro aufwärts. Aber halt eher außerhalb. Desto näher man halt zum Meer will, desto teurer wird es. Ansonsten überall wachsen Zitrusfrüchte. Wie ihr seht, man kann also verhungern wird man hier auf jeden Fall nicht. Die sind reif. Und dementsprechend günstig sind diese zum Beispiel Orangen, Mandarinen. Was hatten wir da letztens? 5 Mandarinen am Markt. Der wollte uns die gar nicht geben. Die haben 5 Lira gekostet. Das waren 15 Cent. Ja, da zahlst du durch einen knappen Euro in Deutschland mittlerweile. Genauso Olivenbäume an jeder Ecke. Und ja, ab und zu gibt es mal so Nussbäume. Und da muss man so ein bisschen noch gucken, noch Limetten, Leucht, Zitronen, sowas in die Richtung. Also da wird man schon fündig für so einen kleinen Snack. Wie gesagt, verhungern wird man nicht. Man sieht ab und zu ältere Menschen, die sammeln die Mandarinen, Orangen irgendwie ein und verkaufen die vielleicht irgendwo auf dem Markt oder auf dem Straßenrand. Und wie gesagt, der Vergleich nochmal zu Türken und Deutschen. Also die Türken, wie gesagt, fleißig hier hinten. Auch heute, jetzt gerade am Abend, wir haben jetzt 17 Uhr, Bauarbeiter, die ein Haus renovieren. Baustellen werden mitten in der Nacht gemacht, tagsüber hast du fast nirgends eine Baustelle. Also es ist nicht mal heiß, sie könnten arbeiten, aber halt wegen dem Verkehr. Es ist doch ein großbevölkertes Land. Ihr seht die Straßen hier, wir sind in so einer Siedlung, ist es im Prinzip. Immer wieder breite Straßen. Als Hauptverkehr ist ja hier ein hochmodernes Auto. Also ein TÜV kriegt der in Deutschland glaube ich nicht mehr. Solche Autos fahren regelmäßig, sollen angeblich gar nicht so billig sein, je nach Zustand. Und wie gesagt, die Straßen hier halt ein bisschen gepflastert mit Pflastersteinen und ein bisschen holpriger, überall so diese Buckel, wo man dann aufpassen muss, wenn man das so schnell drüber fährt, hat man dann ja die Stoßdämpfer kaputt. Aber die Hauptverkehrsstraßen, großteils sehr, sehr gut. Fast überall alles zweispurig, selbst in so einem Dorf durchgefahren, also Dorf, ein Städtlein. Und auch da war es zweispurig, extrem sensationell. Also straßentechnisch, ich weiß nicht, welchen Asphalt die verwenden. Der ist echt selten, dass du irgendwo eine härtere Bodenwelle hast. Und wenn, dann markieren die aber sehr, sehr selten auf so viele Kilometer, was wir gefahren sind. Also die Straßen, die Hauptstraßen auf jeden Fall sehr, sehr gut. Sobald es irgendwo in Orte reingeht, ins Landesinnere, da hast du immer wieder, merkst du gerade irgendwie so die Grenze zwischen wahrscheinlich staatlichen Straßen und dem vom Ort. Wenn der Bürgermeister irgendwie keinen Bock hat, die Straßen zu reparieren, dann hast du halt extreme Buckelpisten, Schlaglöcher, wie ja in anderen südlichen Ländern man es halt gewohnt ist. Aber ansonsten die Hauptverkehrsstraßen sind astrein, Autobahnen und so weiter. Kannst du nichts sagen. Und an das Autofahren, da muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen. Ansonsten viele Einheimische, die hier leben, also ältere Leute, die sich hier irgendwie den Lebensabend versüßen wollen. Ist jetzt nicht so irgendwie Touri-mäßig angehaucht, also sehr selten Touris, eventuell Deutsch-Türken mal, beziehungsweise von anderen Ländern, die halt Heimat Türkei hatten und halt irgendwie Doppelstaatsbürgerschaft haben etc., die sich da vielleicht so ein bisschen aus dem nördlichen Europa wegen der Inflation so ein bisschen ausklinken. Natürlich hier ist auch Inflation. Die Türken jammern hier genauso, alles wird teurer. Ich meine, ich habe so überflogen, seit 2021 hat sich irgendwie die Lira versechsfacht.
Also die Kosten, wenn man dann immer guckt auf die Restaurantpreise, noch vor 2 Jahren, dann kann man so grob rechnen, versechsfacht. Kommt natürlich auch wieder auf die Region drauf an. Und ja, für uns Europäer, mit Deutschen zum Beispiel, wenn man ein deutsches Gehalt hat online, ist es halt extrem günstig. Also ein Brot kostet hier 7 Lira. Das sind irgendwie 15 Cent, 20 Cent, ja, 20 Cent um den Dreh. Das ist ja nichts essen gehen. Ich denke mal so also wir sind zu zweit plus Kind. Wir zahlen zwischen 10 und 15 Euro. Wenn man da in türkische Läden geht, auch selbst türkische Franchise-Ketten oder Fastfood-Läden, da kommst du auch mit 10, 15 Euro aus. Sobald du halt irgendwie aber dann diese westlichen Sachen haben willst, Starbucks, McDonald's, Burger King, da zahlst du die Preise wie vor 2, 3 Jahren in Deutschland noch. Also bevor das mit Corona anfing, so in etwa kann man es schätzen. Also wir hatten jetzt beim Burger King, sind jetzt zufälligerweise reingestolpert, weil die Kinder wollten dort Burger essen, haben wir gedacht, gehen wir halt mit. Und dann doch 20 Euro, über 20 Euro liegen lassen für 3 Menüs. Wie gesagt, das waren so die Preise in Deutschland, Österreich von vor 3 Jahren. Ich glaube, kriegst du auch nicht. Ansonsten viele Sportplätze hier in den Siedlungen. Auf jeden Fall Basketball, Fußball ist relativ viel. Hier eben freilaufende Hühner, Hunde überall an jeder Ecke. Die Hunde tun gar nichts, sind eigentlich relativ zahm, da braucht man keine Angst haben. Ich habe auch Türken gesehen, die mit einem Schlagstock sind. Hier auf jeden Fall ein Market, den hatte ich noch nicht so entdeckt. Gut zu wissen. Ist aber jetzt ein Stück weiter entfernt von dem, wo wir immer hingehen. Und ja, die Katzen, zum Beispiel zum Vergleich zu Bulgarien, würde ich sagen, mehr Katzen als Hunde zu sehen. Die Türken sind sehr tierlieb, beachten die eigentlich großteils nicht, aber manche Menschen geben dann Streicheleinheiten etc. Also da hast du noch nie irgendjemanden gesehen, der irgendwie Tiere verscheucht hat. Und dementsprechend sind die Tiere nicht aggressiv, speziell die Hunde. Also in Bulgarien empfand ich extremes Gebelle. Das heißt, die Hunde sehr unruhig, territorial etc. Und hier irgendwie sind die relativ entspannt, wenn man da am Strand zum Beispiel laufen gehen möchte oder zum Beispiel spazieren gehen. Die Hunde kommen, man kann die meistens angreifen ohne nichts. Was halt lästig ist, sind relativ viele Hunde und Katzen. Also überall irgendwo in jeder Gasse ist irgendwo ein Tier. Und wenn du halt keinen Zaun hast wie wir, also wir merken schon, dass so ein Zaun, wie es zum Beispiel hier ist, wäre sicherlich nicht verkehrt, um die ganzen Tiere so ein bisschen fernzuhalten. Ansonsten die Leute hier relativ freundlich, da wird nicht großartig viel gemacht. Und was halt spannend ist, an jeder Ecke, wenn wir da hochgehen, an jeder Ecke sind irgendwo Kameras in alle Richtungen. Und wer jetzt glaubt, das sind Attrappen, da ist so eine weiße Box und irgendwo ist ein Lämpchen dran. Bin da letztens irgendwie vorbeigegangen und plötzlich ist so ein BMW mit irgendwelchen Rappern oder sowas in die Richtung rausgekommen. Und plötzlich hat da irgendwie das Lämpchen geleuchtet. Und anscheinend haben die da halt geguckt, wer da irgendwie aktiv ist. Und ja, die hatten irgendwie Zigarette, offene Fenster, laute Musik. Und die hatten die sofort im Blick. Wie ich da vorbeiging, sehe ich eben das Lämpchen dort oben auf dem Mast mit den Kameras. Und als ich vom Kiosk zurückgehe, war dieses Lämpchen von diesen Kameramasten wieder aus. Das heißt, im Prinzip haben die da genau in dem Moment das Auto beobachtet, wohin es fährt, wahrscheinlich Kennzeichen kontrolliert und dann halt, ja, beim Zurückgehen war es halt aus. Hier sieht man einen Hund, der beachtet mich nicht, weil er sucht irgendwo nach Futter. Und hier ist so eine Sitesi zum Beispiel, als Beispiel mit der Telefonnummer, ist meistens irgendwo eine Siedlung mit Häusern, hier so ein bisschen abgegrenzter, hier wahrscheinlich die Einfahrt. Und es sind meistens einheitliche Häuser, wo man sich dann einmieten kann, eben in den Ferien oder halt irgendwie langzeittechnisch. Gibt es natürlich verschiedene Varianten. Aber wie gesagt, Sitesi heißt das. Das sind so Wohnanlagen.
Was gibt es sonst noch Spannendes? Wasser ist halt so ein Ding. Man muss halt, also für uns relativ ungewohnt, wenn man jetzt in Deutschland, Österreich aufwächst. Man kann Wasser ja aus dem Wasserhahn trinken und alles ist gut. Hier, die haben da solche, ich glaube, das sind so Wasserfilteranlagen auf den Dächern. Bei unserem Haus gibt es es nicht. Und dementsprechend können wir aus dem Wasserhahn nichts trinken. Müssen da immer wieder so 5 Liter, 10 Liter Boxen kaufen. Die kosten alle nicht viel. Ich glaube, wir kaufen fürs Kochen das billigste. 13 Lira für 5 Liter Wasser sind irgendwie ein bisschen mehr wie 30 Cent für 5 Liter Wasser. Das ist eigentlich ja, schon Wahnsinn, wenn man denkt, was so eine 1 Liter Flasche in Deutschland kostet von irgendeinem Wasser. Dann ist das schon sehr, sehr spannend. Ansonsten, ja, hier hat man auf jeden Fall gleich gesehen bei dem Auto, man muss ein bisschen aufpassen. Man geht hier eigentlich ziemlich klar sichtbar, hier ist nicht viel los und der fährt an einem ziemlich dicht dran, wo man denkt, kann er nicht so ein bisschen weiter links fahren oder so. Ja, auch hier ist ein Fahrradfahrer. Also Fahrradfahren würde ich nur auf dem Fahrradweg in der Türkei. Also was die Motorradfahrer teilweise sich in Gefahren hier aussetzen, hier auch wieder hier reinfahren. Aber der hat geblinkt. Also das ist grundsätzlich ist ein Blinker ein Deko. Aber hier, der hat geblinkt. Das war fast schon faszinierend. Vor allem mitten im Nirgendwo eigentlich. Also nirgendwo, ich fahre da schon per Autos, aber zum üblichen Verkehr. Wir haben jetzt 16, 17 Uhr. Und grundsätzlich ist hier viel, viel mehr dann los um diese Uhrzeit. Und ja, man muss hier auf jeden Fall aufpassen, auch wenn es jetzt eine kleine Kreuzung hier ist. Da kann schnell mal was passieren. Jetzt muss ich nur gucken, wie weit ich hier gehen muss. Wegen dem Market, der ist glaube ich jetzt hier vorne. Und ja, Brot kaufen, ein bisschen Wurst. Da kommt noch ein Video zu Einkaufen in der Türkei. So ein paar Eindrücke, Preisvergleiche. Ist auf jeden Fall anders. Wer jetzt irgendwie auf sein Schweinefleisch nicht verzichten will, der wird es in der Türkei halt schwierig haben. Wer flexibel ist beim Essen und offen für Neues ist, wird, denke ich mal, in der Türkei Freude haben. Und dementsprechend muss man sich ein bisschen anpassen. Ich denke mal, das Essen in der Türkei gibt so viele Möglichkeiten, wo man gut essen kann. Und vor allem relativ günstig halt. Ich wüsste jetzt gerade in Europa, mit Türkei dazu, kein Land, was so günstig ist. Man hört Albanien eventuell noch. Das wird wahrscheinlich unser nächstes Ziel sein. Wobei ich da schon so ein bisschen geguckt habe, also zumindest am Meeresrand, also Strandnähe, ist das mit dem billig so ein bisschen nicht so spannend. Speziell die Restaurants hier sind extrem günstig. Das habe ich jetzt in Albanien noch nicht gesehen. Und wir sind hier direkt am Meer und selbst in Istanbul war es halt extrem günstig. Hier sieht man so ein bisschen die Auswirkungen von der vorletzten Nacht. Das bleibt dann übrig, wenn es mal ein bisschen stärker geregnet hat. Wenn es hier regnet, dann regnet es heftig. Dementsprechend darf man sich nicht schockiert sein. Es sind, glaube ich, 300 Sonnentage und die paar Tage, die es halt nicht die Sonne scheint, da regnet es dann halt so ein bisschen und dann aber halt richtig heftig, teilweise auch so ein bisschen stürmisch, gerade jetzt hier am Meer, aber auch so ein bisschen im Landesinneren war es stürmisch. So ein paar Eindrücke von mir. Hier ist jetzt die Hauptstraße. Ihr seht in etwa die Zeit, wie das Video gedauert hat. Soweit geht es zur Hauptstraße zu Fuß. Hier sind dann 100.000 Märkte, Restaurants, hier tobt das Leben, Ampeln. Ampel ist auch teilweise eine Dekoration. Das heißt nicht, wenn rot ist, dass man einfach stehen bleibt. Wenn die sehen, ach, die Ampel ist irgendwie so ein bisschen Humbug, die interessiert ja keinen, die Ampel, dann fahren die auch knallhart über Rot drüber. Und da guckt man als disziplinierter Mitteleuropäer und ist schockiert. Polizei ist immer ständig unterwegs. Selbst hier, da vorne ist dann normalerweise diese Straßensperre, also Sperre, so ein paar Hütchen stehen da und dann stehen die da und gucken einen grimmig an. Und hier ist anscheinend irgendwas Wichtiges passiert. Aber in Summe kommt man hier zurecht und wie gesagt, hier
tobt so ein bisschen schon das Leben, sind Geschäfte, ein paar Restaurants. Ja, kann man sich hier eindecken. Hinten ist schon eine Moschee. Diesmal haben wir geguckt, dass wir ein bisschen weiter weg sind, weil die um 6 Uhr in der Früh ihr Gebet haben. Das ist dann nicht so lustig. Und ja, wie gesagt, so ein kleiner Eindruck, wie es hier aussieht in der Türkei, hier in der Nähe von Kusadasi. Die Stadt dort ist natürlich ein Ticken größer. Somit hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen und könnt ihr mir gerne Fragen in die Kommentare stellen, was ich vielleicht noch vergessen hätte an Themen, was euch so auf dem Herzen liegt, was ihr gerne wissen möchtet. Ja, dann danke fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!